Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und in diesem Video präsentieren wir euch die Kobi-Neuerscheinungen für den Monat Mai 2024. Wie immer mit geplantem Veröffentlichungstermin und offizieller UVP. Die vorgestellten Sets findet ihr auch in unserem Onlineshop auf trendgames.de. Neue Limited Edition. Am 6. Mai 2024 beginnt der Vorverkauf der aktuellen Limited Edition. Das Set IS-3 Berlin Victory Parade 1945 stellt die Berliner Siegerparade ins Zentrum, welche von der Sowjetunion initiiert wurde. Als exklusive Minifiguren sind der französische Militärgouverneur Marie-Pierre Koenig, der britische Generalmajor Brian Robertson, der US-General George S. Patton sowie der russische Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow dabei. Die Figuren können auf einer baubaren Tribüne positioniert werden, die mit den Flaggen der Besatzer bedruckt ist. Die 4 Flaggen sind zusätzlich als separates Ausstattungsmerkmal enthalten. Wie bereits bei den 3 Panzerkampfwagen 6 Tiger-Versionen mit den Nummern 2586, 2587 und 2588 wird der Turm erneut über ein baubares Innenleben verfügen. Auch der Motor, ein sowjetischer Kharkiv V11 Motor, ist als baubares Element integriert. Auf Wunsch kann der Motor entnommen und auf einen separaten Sockel gestellt werden. Das Typenschild des Sockels ist genauso mit lasergraviertem Schriftzug versehen wie das Typenschild des Sets. Das Set trägt die Nummer 2589 und besteht aus 1274 Teilen. Der offizielle Preis liegt bei 109,99 €. Im Vorverkauf erhaltet ihr vermutlich wieder 10% Rabatt. D-Day-Neuheiten. Der Mai steht ganz im Zeichen des 80-jährigen Jubiläums des D-Day. 7 Neuerscheinungen werden das offizielle Logo zu den Feierlichkeiten tragen. Den Anfang machen 2 Battle Packs, die beide am 9. Mai erscheinen sollen. D-Day June 6, 1944 mit der Setnummer 2054 enthält folgende 3 US-amerikanische Minifiguren. Einmal ein Gewehrführer eines LCVP-Landungsbootes, ein Soldat der 1. Infanteriedivision Big Red One sowie ein Fallschirmjäger der Screaming Eagles. Ebenfalls 3 Minifiguren enthält das Set D-Day Allied Forces mit der Nummer 2055. Enthalten sind ein kanadischer Soldat, ein britischer Fallschirmjäger sowie ein weibliches Mitglied des französischen Widerstandes. Beide Sets kosten jeweils 9,99 € in der UVP. Für den 11. Mai wurde die Dodge WC-54 Ambulance mit der Nummer 2257 angekündigt. Hierbei handelt es sich um kein neues Set, sondern nur um ein umverpacktes Modell. Im Jahr 2021 war der Wagen im Maßstab 1:35 ursprünglich erschienen. Seit dem neuen Design der Kobi-Verpackung werden nach und nach alle älteren Sets mit der neuen Box ausgestattet. Neben der Box hat sich auch der Name leicht verändert. Hinzu kommt, dass der Re-Release nun mit RAM-Lizenz ausgestattet ist. Der Militärkrankenwagen wird aus 293 Teilen gebaut, Glow-in-the-Dark-Steine stellen die Scheinwerfer nach. Zudem ist eine Sanitäterfigur enthalten. Kobi gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 29,99 € für das Set an. 2 Tage später, am 13. Mai, erscheint das Dodge WC-56 Command Car mit der Setnummer 3111. Auch dieses Modell ist mit RAM-Lizenz versehen. Es wird im Maßstab 1:35 aus 208 Teilen gebaut, 2 Minifiguren sind ebenfalls Bestandteil des Sets. Die UVP beträgt 24,99 €. Bei der Dodge WC-Serie handelt es sich um leichte bis mittelschwere geländegängige Fahrzeuge, die im Zweiten Weltkrieg in großen Stückzahlen hergestellt wurden. Die mit Allradantrieb versehenen Fahrzeuge wurden manchmal auch als Beeps bezeichnet, eine Kurzform von Big Jeep. Mit 2280 Teilen erscheint am 16. Mai die Kirche Sainte-Mère Église als größtes D-Day-Set. Das Set ist mit vielen Details versehen, etwa Buntglasfenstern oder einer Wasserpumpe. Die enthaltene Minifigur stellt den US-amerikanischen Fallschirmjäger John Steele dar, der am D-Day bei der Landung an der Kirche hängen blieb. Kobi hat sich bei der Umsetzung der Kirche eher an der Darstellung der Sainte-Mère Église, so wie man sie heute besichtigen kann, orientiert, als an den historischen Ereignissen. So war der Fallschirm von John Steele grün.
Zudem ist er an der Rückseite der Kirche hängen geblieben. Seine Figur, die heute an der Kirche hängt, hat man aber für eine bessere Sichtbarkeit an die Vorderseite gehängt. Man kann sie also, wenn man an der Kirche vorbeigeht, besser sehen. Kobi gibt für die Kirche mit der Nummer 2299 eine UVP von 169,99 € an. Ebenfalls am 16. Mai wird Kobis Variante des Amphibienfahrzeugs DUKW Amphibia mit der Nummer 3110 veröffentlicht. Das DUKW, das oft den Spitznamen Duck, also Ente, erhielt, war eine Abwandlung und Weiterentwicklung des 2,5 Tonnen CCKW LKWs. Es wurde überwiegend zur Überquerung von Stränden, aber auch zum Güter- und Truppentransport an Land und zu Wasser eingesetzt. Kobis Bausteinversion wird im Maßstab 1:35 aus 508 Teilen gebaut. Die Figur eines US-Army-Soldaten ist mit dabei. Die ebenfalls enthaltene Waffenkiste ist mit 5 Waffen ausgestattet. Als UVP gibt Kobi einen Preis von 49,99 € an. Die erste 1:12 Version des Willys MB Trailer mit der Setnummer 2804 erscheint in einer Executive Edition am 24. Mai. Neben einem lasergravierten Typenschild sind hier weitere Ausstattungsmerkmale mit dabei, zum Beispiel Fässer. Das Modell wird aus 1580 Teilen gebaut und kostet 139,99 € in der UVP. Die beiden anderen großen Willys MB Modelle sollten unseren Informationen zufolge ebenfalls im Mai erscheinen. In der offiziellen Kobi-Ankündigung sind sie jedoch nicht enthalten. Es ist also davon auszugehen, dass sie in den Juni verschoben wurden. Dies ist einmal der Willys MB M2 Gun mit der Setnummer 2805. Dieser war für den 29. Mai 2024 geplant. Ebenso der Medical Willys MB mit der Setnummer 2806, der auch für den 29. Mai geplant war. Wie bereits bei den Willys Jeeps im Maßstab 1:35 sind die Prints der Modelle identisch mit den Markierungen des Kobi-eigenen Jeeps, der nach der Restaurierung auf vielen Kobi-Messen zu sehen ist. Weitere Neuheiten: Am 6. Mai startet nicht nur der Presale der Limited Edition, auch ein Nachrücker aus dem April, der M142 HIMARS, erscheint. Das Set mit der Nummer 2626, das ursprünglich für den 19. April angesetzt war, wird im Maßstab 1:35 aus 604 Teilen gebaut. Die Figur eines Artilleristen ist mit dabei. Die insgesamt zweite Panzerkampfwagen 6 Tiger-Version in diesem Jahr im Maßstab 1:28 ist für den 14. Mai angekündigt. Das Set mit der Nummer 2588 ist in Zusammenarbeit mit dem The Tank Museum in Bovington erschienen und wird dort für einige Tage exklusiv verkauft werden, bevor es offiziell veröffentlicht und für andere Händler verfügbar sein wird. Die aktuelle Umsetzung des Panzers mit der Turmnummer 131 besteht aus 1275 Teilen. Er kostet 96,99 € in der unverbindlichen Preisempfehlung. Das Dreier-Set mit der Nummer 2740 besteht aus den 3 Modellen Renault R35, Valentine 9 und Panzer 1 im Maßstab 1:48. Es besteht aus 595 Teilen und soll am 20. Mai erscheinen. Das Set ist in Kooperation mit den 3 Museen entstanden, und zwar einmal The Tank Museum in Bovington, dem Deutschen Panzermuseum Munster sowie dem Musée des Blindes Saumur. Es kostet 39,99 € in der unverbindlichen Preisempfehlung. Die 3 Panzer lassen sich übrigens alle gleichzeitig aufbauen. Es ist also nicht so, dass man nur einen zur Zeit bauen kann. Für Ende Mai ist der Waco CG4 mit der Setnummer 5755 angekündigt. Das Flugzeug wird im Maßstab 1:48 gebaut, eine Minifigur ist mit dabei. Die bei den britischen Luftstreitkräften als Hadrian bekannten Lastensegelflugzeuge wurden von der US Air Force im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Sie wurden aus Sperrholz und Metall gefertigt und konnten bis zu 13 Soldaten mitsamt Ausrüstung transportieren. Selbst ein Jeep oder eine 75 mm Haubitze konnte in der Waco CG4 Platz finden. Termin unbekannt. Obwohl die 3 folgenden Neuheiten im Katalog für den Mai angekündigt wurden, sind uns bisher weder der Preis noch der Veröffentlichungstermin bekannt. Dies betrifft die folgenden Sets: Mit der Setnummer 24575 der Skoda Enyaq RS sowie der Skoda Enyaq Sportline mit der Nummer 24576 und auch der FSO 125P Kombi mit der Setnummer 24603. Und wenn ihr euch für die bald erscheinenden Kobi-Sets oder auch die aktuell verfügbaren interessiert, schaut doch gerne mal in unseren Online-Shop auf trendgames.de.
Dann haben wir noch ein altes und ein neues Giveaway für euch. In dem Video zu den Kubi-Neuheiten für den April 2024 gab es die Kubi Cessna Skyhawk White Blue mit der Setnummer 26622 und gewonnen hat White Widow 292. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schreibe mir noch eine E-Mail an info@steini-kanal.de, damit ich weiß, wohin ich den Gewinn schicken soll. Und in diesem Video habt ihr die Möglichkeit, den Lancia Delta HF mit der Setnummer 24508 zu gewinnen. Hinterlasst hierzu einen Kommentar mit dem Wort Lancia. Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2024. Über einen Daumen rauf würde ich mich auch sehr freuen. Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. So, und an dieser Stelle habe ich noch 2 Videoempfehlungen für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.